Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Aufgepasst, bitte. Ich kann mir vorstellen, dass sich der eine oder andere ärgert, wenn er den Titel des heutigen Videos zu lesen bekommt. Kann ja sein, dass Sie im Besitz eines Mixhundes sind oder dass Sie mit dem Tierschutz zu tun haben, sich mit dem Tierschutz befassen. Dann könnte es vorkommen, dass Sie dieser Titel meines Videos heute etwas ärgert. Doch liebe Zuseher, lassen Sie sich nicht täuschen. Die meisten von Ihnen kennen den Spruch "Don't judge a book by its cover". Beurteile niemals ein Buch bei seinem Einband, und ich denke, genau dieser Spruch passt zu 100% zu meinem heutigen Video. Also, bis gleich. Nun, das grausame und verachtenswerte Geschäft der Hundetötungsstationen in Rumänien, die Massaker an Straßenhunden in der Türkei, das Gemetzel, welches den marokkanischen Straßenhunden droht, weil man für die Fußball-WM 2030 schönere Stadtbilder bieten will, die Ukraine, die zigtausende Straßenhunde wegen ähnlicher Gründe 2012 auf unvorstellbar grausame Art und Weise ermordete. Die wurden nicht nur überfahren, erschossen, erschlagen und vergiftet, die wurden bewiesenermaßen, liebe Zuseher, bei lebendigem Leib in fahrende Krematorien oder Schredder geworfen. Ja. Für jeden getöteten Straßenhund gab es von der Zuständigkeit in der Ukraine vor der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine Kopfgeld. Und dieses Geschäft pumpte. Und zwar richtig toll pumpte das. Ja, umgerechnet $25 pro Hund sollen es gewesen sein, welche da ausgezahlt wurden pro Hundekopf. Ja. Wie viele Hunde es tatsächlich waren, weiß man nicht. Als Ziel dieses noblen Vorhabens zum Wohle des Fußballs waren 250.000 Tiere vorgesehen. Und Ähnliches wird auf die Hunde in Marokko zukommen, das wissen wir. Und das waren jetzt nur einige Beispiele, was Hunde von ihren besten Freunden, den Menschen, erwarten dürfen, wenn Geld oder Religion der Meinung ist, ab jetzt bist du nicht mehr mein bester Freund. Ja? Sie verstehen, was ich meine. Natürlich gab und gibt es auch in Ländern, wo Hunde auf fürchterliche Art und Weise massakriert werden, zigtausende Menschen, die dagegen protestieren. Von der Ukraine weiß ich es. Ich weiß, dass es in der Türkei hunderttausende Menschen gibt, die hierzu aufschreien. Und höchstwahrscheinlich wird es das Ganze auch in Marokko geben. Ja, doch der Apparat und seine Unterstützer, wir sind stärker. Und deswegen wird das auch durchgezogen. Ne? 2012 wusste die UEFA angeblich nichts von derartigen Massakern in der Ukraine, weshalb sie auch nichts dagegen unternahm. Und während schon jeder oder die meisten davon wissen, was den Hunden in Marokko wegen der Weltmeisterschaft 2030 blüht, wartet man bis heute noch auf effektive Reaktionen der FIFA diesbezüglich. Meine Vermutung lautet, dass es der FIFA in Wirklichkeit, verzeihen Sie mir den Ausdruck, scheißegal ist. Ja, Hauptsache der Rubel rollt und das Turnier läuft in Spanien, Portugal und Marokko optimal ab. Das ist der FIFA wichtig. Die Hunde interessieren die einen Dreck, das wissen wir. Ja. Mit dem Wort Vermutung habe ich natürlich nur eine Offensichtlichkeit verharmlost. Klar, ja. Wenn Ihnen diese Dinge, welche natürlich hauptsächlich arme Mixe betreffen, ne, genauso schwer an die Nieren gehen, wie es bei mir der Fall ist. Und Sie sich denken, was zum Teufel
sind das für Menschen, die so etwas in Auftrag geben oder gar selbst durchführen. Ne? Und sie diese Tiere vor ihrem geistigen Auge sehen können, so ich das kann, während es ihnen dabei fast das Herz zerdrückt. Und sich natürlich auch Wut und Hass auf die Verantwortlichen in ihnen aufstaut, dann kann es leicht sein, dass sie sich beim Lesen des Titels meines heutigen Videos denken, was ist das für ein empathieloser Mensch, dieser Herr Dog Special? Er weiß ja nicht, dass so viele Mixe ganz besonders auf ein würdiges Leben warten. Doch das weiß ich ganz genau, liebe Zuseher. Zu genau weiß ich das. Weshalb denken Sie, lebt Vito bei uns? Ich, der hier auf diesem Kanal die exklusivsten Rassehunde vorstellt und Lobeslieder über sie singt, besitze und liebe einen rumänischen Straßenhundemix. Hört, hört. Ist so, ja. Und mir ist klar, dass ich deswegen Mitschuld trage. Eine gewisse Mitschuld daran, dass diese miesen und verachtungswürdigen Geschäfte auf dem Rücken der ärmsten Hunde ausgetragen werden. Das ist mir klar. Ne? Denn es wird irgendwo angekommen sein, dass auch mein Hund Vito mit mir und meiner Frau einen Abnehmer fand. Ja? Und dass sowieso zigtausende ähnliche Fälle dieses Geschäft ankurbeln, ist eine klare Sache. Ja? Das ist nun mal so, ich weiß. Und trotzdem konnten wir nicht anders mit ihm. Es ging nicht anders. Ja? Bevor wir uns für unseren Banditen entschieden, stand ich in Kontakt mit einem Cane Corso und einem American Bulldog Züchter. Beide Rassen sprechen mich sehr an und ich fühle mich von deren Anatomie und von ihrem zu erwartenden Wesen sehr angezogen. Daraus machte ich auch nie einen Hehl. Ja. Doch der Fakt, dass ich mich etwa zur selben Zeit den Recherchen zu Züchter dieser beiden Rassen auch intensiver mit dem Thema Tierschutz und Straßenhunde beschäftigt habe, der führte dazu, dass ich auf Vito gestoßen bin. Ein 5 Monate alter Rüde mit anatomischen Anklängen von Schäferhunden und Hirtenhunden, wie die meisten Straßenhundmixe in Rumänien das sind, ja, oder das haben. Ja, der zusammen mit seinen Geschwistern und seiner Mutter im Alter von wenigen Wochen bei den Ausläufern der rumänischen Karpaten gefunden und in ein Tierheim nach Temeschwar gebracht wurde. Ja. Und jedes Mal, wenn meine Frau und ich uns zusammen Hunde von den in Frage kommenden Züchtern ansahen, sagte ich mir, ich bekomme diesen Hund nicht mehr aus dem Kopf raus. Diesen Rumänen, ich bekomme den nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ja. Sein Blick hat sich in mir eingebrannt und immer wenn ich zum Telefon greifen wollte, um einen der Züchter zu kontaktieren, dann bekam ich ein schlechtes Gewissen, ja, wegen diesen Banditen aus den Karpaten. Da dachte ich mir, so funktioniert also das Schicksal. Ja, also wenn wir jetzt auf einen Cane Corso oder einen American Bulldog zuschlagen und dieser hübsche Straßenkerl keinen Platz findet, dann wird er eventuell aus Kostengründen entsorgt. Und war klar, wir können nicht die ganze Straßenhundewelt retten, aber ihn können wir retten, das war uns klar. Ja, meine Frau und ich waren dann beide entschlossen, das Abenteuer Vito in Angriff zu nehmen. So war das, doch ich sagte ihr mehrere Male auch ganz genau, Mädchen, pass auf, bei Cane Corso und American Bulldog weiß ich zu 90%, was anatomisch und wesenstechnisch auf uns zukommen wird. Bei diesem Hund, welcher in Zukunft den Namen Vito tragen soll, kann ich aufgrund seines Aufbaus nur sagen, dass er höchstwahrscheinlich die Größe eines deutschen Schäferhundes erreichen wird. Mehr weiß ich nicht. Das sagte ich öfter. Er galt also für uns wie ein echtes Überraschungsei. War ja diesbezüglich ein Risiko. Na klar, zu 100% war er das. Ein Hund, welchen Sie weder anatomisch noch charakterlich einordnen können, so wie Sie das mit
Rassehunden zu einem hohen Prozentanteil können, ist immer ein Risiko. Warum, fragen Sie? Nun, weil sehr viele Hundehalter auf typische Eigenschaften von Hunden angewiesen sind, um mit ihnen harmonieren zu können. Klare Sache. Sie werden Haltungsprobleme bekommen, wenn sie ein eher gebrechlicher oder sehr unsportlicher Mensch sind und einen sehr kraftvollen und äußerst bewegungsfreudigen sportlichen Hund erwerben. Natürlich nicht zu verwechseln mit Körperhaltungsproblemen, wobei die natürlich auch nicht ausgeschlossen sind in solch einem Fall, klare Sache. Genauso werden Sie darunter leiden, wenn Sie ein höchst sportlicher, unternehmungslustiger Mensch sind, aber im Besitz eines Mixes kommen, der sich als extrem träge, langsam und bewegungsfaul entpuppt. Oder wenn Sie nur begrenzten Wohnraum zur Verfügung haben, Ihr flauschiger kleiner Teddybär-Mixwelpe sich aber zu einem Pferd auswächst. Oder Sie sich schon immer einen großen Hund wünschten, weshalb Sie sich einen Welpen holen, von welchen Ihnen ein Bekannter erzählt, du, das ist mit Sicherheit ein Dobermann-Mix, bis Sie dann draufkommen, dass der Vater dieses Welpen in Wirklichkeit ein Kurzhaardackel war. Ja, so kann das laufen bei einem Mixwelpen, von dem man nichts weiß. Und so geht das weiter. Natürlich ist das immer ein Risiko diesbezüglich, ganz klar. Ja. Und selbstverständlich gibt es auch genug Menschen, die sagen, das ist mir völlig egal. Ich nehme es, wie es kommt, ich passe mich an. Ich kann das. Aber eben auch genug, die das nicht wollen oder auch nicht können. Das ist nun mal so, liebe Zuseher. Und zum Thema Können und Mixe möchte ich Ihnen etwas sagen. Meine persönliche Meinung ist, dass Sie als zukünftiger Besitzer eines Mixwelpen, von dem man überhaupt nicht weiß, was da beim Erzeugen mitgespielt hat, ganz besonders ein hundehaltertechnisches Schweizer Messer darstellen sollte. Ich bin der Meinung, dass Sie ein absolut ausgereifter Kynologiekenner sein sollten, wenn Sie sich für einen Mixwelpen entscheiden, von dem Sie so gut wie nichts wissen. Das muss bei reinrassigen Hunden in diesem Maße nicht unbedingt sein. Klare Sache. Ich weiß, dass diese Aussage für Stirnrunzeln sorgen könnte. Das weiß ich. Trotzdem stehe ich felsenfest dahinter. Ich bin davon überzeugt. Klar, jeder Hund ist ein Individuum, ist eine klare Sache. Kein Dobermann gleicht einem anderen Dobermann zu 100%. Ebenfalls eine klare Sache. Das bestreitet niemand. Doch ich weiß, der Dobermann erblickt entweder schwarz oder braun das Licht der Welt. Einigen wir uns auf diese beiden Farben und lassen die exotischen Farben blau oder weiß weg. In diesen kommt der Dobermann ja auch hier und da mal vor. Ich weiß, jeder Dobermann ist kurzhaarig. Alle Dobermänner haben Schlappohr. Der Dobermann Rüde kann über 70 cm Schulterhöhe erreichen. Hündinnen werden etwas kleiner. Sind große Hunde. Und obwohl diese Hunde alle schlanke, athletische Statur vorweisen, sind sie sehr stark. Und Rüden mit bis zu 45 Kilo auch nicht unbedingt leicht. Dobermänner sind sportlich und schnell, haben zumeist überdurchschnittlichen Bewegungs- und Aufgabenbedarf. Das weiß ich alles. Und sie können Artgenossen gegenüber auch kantig auftreten. Dazu neigen sie. Der Dobermann ist bekannt für exzellenten Wach- und Schutztrieb und sollte gekonnt auf Besuche fremder Personen vorbereitet werden. Außerdem sollte er sich im Normalfall eine Bezugsperson aussuchen, wenn er den typischen Dobermann darstellt. Eine Bezugsperson, welche ja gegenüber auffallend ergebener agiert als gegenüber den anderen. Das wissen wir alles über diesen Hund. Regelmäßige Herzuntersuchungen werden beim Dobermann empfohlen, da er durchschnittlich häufig zur Herzmuskelerkrankung DCM neigt. Das alles wissen wir über den Dobermann und das ist eine Menge, liebe Zuseher. Und all das fällt bei einem Hund, wie mein Vito einer ist, völlig weg. Das können Sie nicht wissen. Unmöglich. Ja? Ich muss es nehmen, wie es kommt. Verstehen Sie, was ich damit meine? Ganz sicher tun Sie das. Ja, ja, ich traute mir das zu, traute meiner Erfahrung zum Thema Kynologie. Doch ich sage Ihnen was. Das war mit ihm weit schwieriger für mich, als ich es erwartet hätte. Weit schwieriger. Glauben Sie mir. Und ich bin davon überzeugt, dass nicht wenig Prozent meiner Zuseher mit Vito völlig überfordert gewesen wären und auch damit spekuliert hätten,
ihn wieder abzugeben. Davon bin ich überzeugt. Ja. Natürlich hätten das auch sehr viele von Ihnen trotz Überforderung auf Biegen und Brechen durchgezogen mit ihm. Auch davon bin ich überzeugt, weil Ihr Herz einfach zu groß dafür ist, um aus einem Hund einen Wanderpokal zu machen. Und genau dafür zoll ich Ihnen allergrößten Respekt, liebe Zuseher. Ja. Selbstverständlich kann der Erwerb eines Mixwelpen völlig unbekannter Herkunft auch ein Volltreffer ins Schwarze sein. Das möchte ich nicht abstreiten und kommt sehr häufig vor. Ja, ist so. Aber unterm Strich ist es eine Sache des reinen Glücks oder Ihres Könnens und/oder Ihrer Lebensumstände, ob dieser Hund dann mit Ihnen harmoniert oder eher nicht und Sie sich mit ihm Zeit seines Lebens durchkämpfen müssen, weil nichts zusammenpasst. Ja, und genau hier sitzen dann die Vorteile eines Rassehundes. So viel zur Überschrift meines heutigen Videos. Ja. Hier kann ich schon vor seinem Erwerb abchecken, ob mein Wohnraum passt für diese Hunderasse, ob ich körperlich für diese Hunderasse gemacht bin, ob er an meinen Hobbys wie Laufen oder Wandern teilhaben kann und man erwarten darf, dass er das auch möchte, ja, ob er dazu neigt, Familie und Haus zu beschützen und ob er das körperlich auch umsetzen kann. Ob seine Rasse dafür bekannt ist, Spaß im Abrichtersport zu zeigen oder eher weniger. Das alles konnte ich mit Vito natürlich nicht. Und das kann niemand von Ihnen mit einem Hund seiner Art. Das ist unmöglich. Mit einem Cane Corso oder einem American Bulldog hätte ich das gekonnt. Die Vererbungsgenetik ist mächtig und erlaubt Ihnen bei Rassehunden ein Stück weit in die Zukunft zu sehen, an welcher Sie sich hervorragend orientieren können, oder? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Bereue ich den Erwerb meines Banditen? Nein, keine Sekunde bereue ich den und ich würde ihn, könnte ich die Zeit zurückdrehen, auch niemals gegen irgendeinen Cane Corso oder American Bulldog dieser Welt eintauschen. Ganz sicher nicht. Vitos Wesen ist das komplizierteste aller meiner Hunde, die ich bis jetzt besaß, ja. Und trotzdem funktionieren wir beide zusammen wie eine geölte Maschine. Ich habe mich an vieles anpassen müssen, an sehr vieles, da er einen Hundetyp darstellt, der eigentlich nicht, oder der eigentlich durch meinen Raster gefallen wäre, wesenstechnisch, früher noch, vor ihm. Ja. Ich musste ungewohnt viel an Einfühlungsvermögen, Verständnis und Geduld an den Tag legen, damit ich ihn heute für Außenstehende fast völlig unauffällig durch den Alltag führen kann. Wissen Sie, was ich damit meine? Ja. Er ist manchmal mehr ein gezähmtes Wildtier als ein domestiziertes Haustier. Auch das habe ich schon öfter mal erwähnt. Ja, auf einer Skala anspruchsvolle Haltung von 1 bis 10 würde ich ihm, ohne eine Sekunde zu überlegen, eine satte 8 geben. Ja. Der hat 1000 Gesichter, geht überhaupt keine gerade Linie, wie meine Hunde vor ihm das taten, und ist immer für neue Überraschungen gut. Also, liebe Zuseher, und ganz besonders stark an Zuseher gerichtet, welche noch nicht ganz fest im Sattel der Kynologie sitzen. Denn die Fortgeschrittenen und die Profis wussten das alles selbstverständlich schon. Ist der Rassehund schöner? Nein. Wie soll das gehen, liebe Zuseher? Es kommt immer auf den Mix an. Und es gibt Mixe da draußen, die an klassischer Schönheit jeden von der Bildfläche blasen. Ganz sicher, ist der Rassehund edler? Das ist ein Scherz. Oder der Rassehund ist spezieller. Ja, das ist er, weil jeder davon für eine spezielle Aufgabe erschaffen wurde. Und er ist zumeist auch weit teurer in der Anschaffung. Obwohl uns Vito mit allem Drum und Dran, ob Sie es glauben oder nicht viel weniger als ein reinrassiger Hund gekostet hat. Da haben uns die Verausgaber von ihm damals in der Hektik fest überrumpelt, möchte ich sagen. Ja, aber ich bereue es nicht. Ich wiederhole mich. Ja, ja, aber der reinrassige Hund hat diesen einen großen Vorteil, der dafür sorgen kann, dass er sein ganzes Leben lang bei
bei einem und demselben Besitzer bleibt. Und das ist der Vorteil, dass man ihn einschätzen kann, noch bevor man ihn besitzt. Ist so. Und somit kann man auch erkennen, ob das der richtige Hund für die nächsten, ich sag mal, 14 Jahre ist oder ob es eher nicht ist. Eines liegt mir noch am Herzen und muss ich unbedingt sagen. Normalerweise erübrigt sich das, wenn Sie meinen Kanal schon länger kennen. Aber es gibt ja auch Menschen, die mit diesem Video das erste Mal meinen Kanal besuchen. Also möchte ich das besonders betonen. Ich wollte mit diesem Video in keinster Weise davon abraten, sich einen Hund aus dem Tierschutz zu holen. Und schon gar nicht wollte ich damit Mixe degradieren. Liebe Zuseher, wenn Sie meinen Kanal kennen, dann wissen Sie das ganz genau. Ja. Ich zielte mit diesem Beitrag viel eher auf Menschen, die zum Thema Hunde noch unerfahren, aber höchst interessiert sind und eventuell den Weg zum Hund aus dem Tierschutz und oder zum Mix gehen wollen. Ja, und das könnte um einiges komplizierter werden als mit einem klarerweise berechenbareren Rassehund. Aber ich denke, viel mehr muss ich mich hierzu nicht erklären, oder? Na, sicher nicht. Und ja, natürlich wünsche ich jeden einzelnen der Kaltnasenschnäuzler da draußen, egal ob edelster Rassehund, speziellster Rassehund, ob ärmster Mix, dass es einen Top-Menschen findet, mit dem er ein würdiges Leben verbringen wird. Klare Sache. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.